So, in diesem Video gibt es was ganz Besonderes. Ich zeige dir nämlich, wie man ein richtiges Jazz-Solo improvisiert, ohne dass dich diese riesig komplizierten Jazz-Akkorde dabei komplett verrückt machen. Es sind nur 7 einfache Schritte, die dir helfen, deine Improvisation entspannt und musikalisch klingen zu lassen. Außerdem gibt es noch ein PDF-Begleitheft und da kannst du dann die Notenbeispiele sehen und es gibt auch noch ein Playback zum Runterladen. Da kannst du dann alles entspannt zu Hause üben. Und den Link dazu, den findest du hier unten im Text. Und schau dir das Video unbedingt bis zum Ende an, denn der letzte Schritt ist sehr ungewöhnlich und ist auch der wichtigste Schritt, obwohl er auch der einfachste ist. Und los geht's! Kapitel 1 oder Schritt 1, benutze die Melodie. Ich habe einen Jazzstandard dabei, das ist Fly Me to the Moon, kennt ihr vielleicht. Das ist als Beispiel und es sind auch nur die ersten 8 Takte von der Melodie. Und ich werde es jetzt gleich mal als Beispiel vorspielen mit dem Playback zusammen und ihr könnt die Noten auch gleich mitlesen. So, hier bin ich wieder. Beginnen wir mal mit der Melodie. Die Melodie ist, ja, würde ich mal sagen, die beste Freundin des Solisten. Und wenn du eine Jazzmelodie spielst, wie zum Beispiel Fly Me to the Moon, dann kannst du die Melodie natürlich nutzen und Variationen daraus spielen, um daraus so ein erstes leichtes Solo zu machen. Und die Melodie ist eigentlich der Song. Das solltest du nie vergessen. Ich spiele jetzt mal als Beispiel die Melodie nochmal, so wie sie da steht. Und dann fange ich mal an, ein bisschen rhythmisch zu variieren. Ich mache vielleicht mal ein paar Töne doppelt oder ich spiele ein paar Töne länger, als es da steht. Und ich versuche einfach mal ein paar Ideen so aus der Hüfte zu schießen und mal zu probieren, daraus ein kleines Solo zu machen. Hört mal zu. Du siehst, man kann mit ein bisschen Veränderung, ein bisschen Variation auf der Melodie, kann man gleich ein kleines Solo spielen. Das ist ziemlich einfach. Das Wichtigste ist, dass du die Melodie als Ausgangspunkt nutzen kannst. Von dort kannst du dich langsam weiterentwickeln. Du musst auch nichts Kompliziertes machen. Und dafür ist es natürlich sehr hilfreich, wenn du die Melodie gut kannst, am besten sogar auswendig spielen kannst, damit du keine Noten lesen musst. Der erste Schritt, der war jetzt sehr einfach. Jetzt geht es aber gleich ein bisschen anspruchsvoller weiter. Wir beschäftigen uns im nächsten Schritt nämlich mit dem Rhythmus der Melodie. So, in diesem Schritt geht es um den Rhythmus. Wir haben jetzt die Melodie gespielt, die Melodie hat einen bestimmten Rhythmus und jetzt nehmen wir nicht die Melodietöne, sondern wir nehmen uns nur den Rhythmus vor. Den werden wir ein bisschen klatschen und singen, das zeige ich euch gleich. Und dann könnt ihr mal probieren, mit diesem Rhythmus oder vielleicht mit nur einer Rhythmusphrase und anderen Tönen, also eigenen Tönen, eine eigene Melodie zu spielen. Das funktioniert meistens auch ganz gut. Der Rhythmus ist oft sehr markant in Melodien und man hat dadurch das Gefühl, wenn man auch andere Töne mit diesem gleichen Rhythmus spielt, dass man doch ein kleines Solo improvisiert. Ich mache das mal, ich zeige euch den Rhythmus mal und werde den mal vorsingen und ein bisschen klatschen. Jetzt seht ihr den Rhythmus, ich singe das mal. Da haben wir schon den Rhythmus drin. Wenn ich das jetzt nur den Rhythmus singe, ich klatsche jetzt einfach mal die Viertel und singe mal nur den Rhythmus mit dem gleichen Ton. Und jetzt kann ich hingehen und kann den Rhythmus benutzen und eigene Töne spielen. Ich mache das mal ein bisschen. Jetzt habe ich ja nur die erste Zeile, die ihr da seht,
habe ich benutzt, also den Rhythmus der ersten Zeile. Jetzt mache ich das mal, nehme ich diesen Rhythmus und spiele mal ein Solo, vielleicht mit wenigen Tönen, aber immer mit diesem Rhythmus über das Playback drüber. Man muss gar nicht viele Töne spielen, man kann das zum Beispiel auch mit nur 2 oder 3 Tönen machen und das klingt oft auch schon sehr gut. Einfach weil die Rhythmik eine gute Rhythmik ist. Das Improvisieren mit der Melodie ist ein wichtiger Anfang in einem Solo. Im nächsten Schritt gehen wir aber ein bisschen von der Melodie weg und wir nutzen die Tonart für das Solo. Nutzen wir mal für das Solo nur die Tonart. Also wir gucken uns erstmal an, was ist denn die Tonart in Fly Me to the Moon. Und dann nehmen wir einfach mal die Töne der Tonart, dieser Tonleiter, und spielen mal ein bisschen Solo damit. Anstatt Akkorde direkt zu spielen, kannst du dich auf die Tonart konzentrieren. Wenn du die Tonart kennst, hast du eine Menge Noten, mit denen du spielen kannst. Und oft bei leichten Standards langt es auch vollkommen aus, einfach nur mit einer Tonleiter zu spielen. Es klingt oft sehr gut und es klingt sogar oft besser, als wenn man die Akkordtöne ausspielen will. Wir schauen uns mal die Tonart an. So, was seht ihr hier? Wie kriegt man denn überhaupt die Tonart raus? Die Tonart kann man immer erkennen anhand der Vorzeichen. Jetzt haben wir hier 3 Kreuze. Ich spiele es ja mit dem Altsaxophon. Und wenn ihr Tenorsaxophon spielt, habt ihr natürlich eine andere Tonart. Aber hier für das Altsaxophon haben wir 3 Kreuze. Und 3 Kreuze, wenn ihr das nicht wisst, das ist A-Dur. Jetzt haben wir aber hier eine Besonderheit. Wir haben hier nicht eine Durtonleiter oder eine Durtonart, sondern wir haben eine Molltonart. Es gibt zu jeder Durtonart gibt's auch eine parallele Molltonart. Und das ist in unserem Fall hier Fis-Moll. Das ist jetzt ein bisschen Theorie. Das könnt ihr auch in anderen Videos, erkläre ich das mal, könnt ihr das finden. Ihr könnt es auch im Internet mal googeln. Unsere Tonart ist jetzt Fis-Moll oder A-Dur. Um das leichter zu verstehen, werden wir jetzt einfach mal mit A-Dur spielen, weil A-Dur können wahrscheinlich die meisten spielen. Aber wie gesagt, das ist das gleiche wie Fis-Moll. Das sind die gleichen Töne und wir müssen eigentlich gar nicht viel wissen, wenn wir wissen, das Ding könnte in A-Dur sein. Ne? Jetzt machen wir mal die Töne von A-Dur. Ich werde das mal spielen. Die Durtonleiter. Und als nächsten Schritt werde ich mal mit dem Playback ein bisschen mit dieser Tonart spielen. Ich fange mal ganz einfach an und bewege mich einfach mal mit der Tonleiter hin und her. Und dann gehe ich vielleicht ein bisschen, mache ich vielleicht ein bisschen größere Sprünge noch rein oder spiele ein paar Doppelte. Und ihr werdet merken, ich mache das wirklich, ich baue das ganz einfach auf. Ihr werdet merken, wie das sich anfühlt oder anhört von leicht nach schwerer. Man kann viele Sachen ausprobieren und versuch das mal, spiel einfach mal frei in der Tonart mit dem Playback und trau dich ruhig auch mal falsche Töne zu spielen. Versuch mal beim Spielen zu merken, klingt das gut, klingt das nicht so gut, warum klingt das gerade nicht so gut und probier einfach mal ein bisschen aus. Ne? Trau dich, mach mal ein bisschen mehr und wenn auch mal ein falscher Ton klingt oder du hast das Gefühl, das passt nicht so ganz, einfach weitermachen. Ne? Lass dich nicht rausschmeißen dadurch. So, jeder weiß, wie wichtig die Tonleitern und die Skalen beim Improvisieren sind. Im nächsten Abschnitt schauen wir uns mal 2 wichtige Tonleitern an, die deinem Solo vielleicht auch noch ein bisschen cooleren Sound geben können.
Wir spielen jetzt im nächsten Schritt mit einfachen Tonleitern. Was sind denn einfache Tonleitern? Wir haben ja schon die Tonart gecheckt und haben so eine Durtonleiter bzw. so eine parallele Molltonleiter gespielt. Das war schon ziemlich einfach. Jetzt gibt es aber noch eine einfache Tonleiter, und zwar ist es die Pentatonik. Oder auch, es gibt dann noch eine Abwandlung davon, eine Blues-Tonleiter. Das habe ich auch schon ganz oft in verschiedenen Videos behandelt. Die Pentatonik ist eigentlich ganz einfach zu lernen, weil die benutzt nur 5 Töne. Also man nimmt quasi so eine normale Tonleiter mit 7 Tönen, macht 2 Töne weg und hat dann eine Pentatonik. Das ist ziemlich einfach. Ich habe dir hier mal die Pentatonik in Moll und die Blues-Tonleiter aufgeschrieben. Für beide Instrumente, fürs Altsaxophon und fürs Tenorsaxophon. Wir machen das jetzt fürs Altsaxophon und dafür brauchen wir die Fis-Moll-Pentatonik. Fis-Moll ist auch die Tonart von dem Stück. Also nehmen wir die Fis-Moll-Pentatonik. Und daneben seht ihr auch die Fis-Blues-Tonleiter. Blues Scale habe ich da hingeschrieben. Die unterscheiden sich eigentlich nur in einem Ton. Bei der Blues Scale kommt noch eine Blue Note dazu. Das seht ihr vielleicht hier. Es gibt noch einen Extraton, das ist das C, ne, was da noch drin ist. Ich spiele das jetzt mal. Hört mal zu. Erst spiele ich die Moll-Pentatonik und dann die Blues-Tonleiter, Blues Scale in Fis-Moll. Und wie immer, muss ich dazu sagen, kann man diese Tonleitern nicht nur vom Grundton oben bis zum Grundton in einer Oktave spielen, sondern du kannst das natürlich über das ganze Saxophon üben. Na, du kannst, wenn du unten beim Grundton wieder angekommen bist, zurückspielst, kannst du natürlich nach unten weiterspielen und genauso gut kannst du auch nach oben über dem Grundton weiterspielen. Jetzt mache ich mal ein kleines Beispiel-Solo. Erstmal ein Stück mit der Moll-Pentatonik und dann nochmal mit der Blues Scale in Fis-Moll fürs Altsaxophon. Und ihr könnt mal hören, dass es auch schon ganz gut passt, wenn man mit dieser Tonleiter rumspielt. Also man kann mit dieser Tonleiter, mit diesen 2 verschiedenen Tonleitern, kann man auch schon wunderbar über leichte Standards spielen, die die Tonart nicht wechseln. Ja, das funktioniert. Das war die Improvisation mit leichten Tonleitern. Die Töne sind tatsächlich gar nicht so entscheidend oft bei einem Solo. Was ein Solo wirklich interessant macht, ist oft der Rhythmus. Wenn der Rhythmus interessant ist und gut gemacht ist, dann sind die Töne, die du spielst, vielleicht gar nicht so wichtig. Ja? Wie du mit interessanten Rhythmen im Solo arbeiten kannst, das zeige ich dir im nächsten Schritt. Ich mache jetzt gleich mal ein ganz kurzes Beispiel-Solo mit nur einem Rhythmus-Lick. Ja? Also genauso gut wie du mit Tönen Licks spielen kannst, kannst du auch mit einem Rhythmus-Lick spielen. Ich nehme mir mal eins, ich erfinde jetzt eins natürlich, vielleicht dab 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 du da, dab da dab du da, genau, das ist gut. Dab da dab du da. Jetzt habe ich die Melodie mit diesem Rhythmus gespielt. Ich werde jetzt aber diesen Rhythmus nehmen und andere Töne spielen, also andere Licks spielen. Ja, ich mache aber immer diesen Rhythmus. Dab, da, dab, du, da. Dab, du, dab, du, da. Okay, hört mal zu.
mal aus, nimm dir einen kleinen Rhythmus. Du kannst auch den Rhythmus aus der Melodie nehmen. Du kannst dir einen eigenen Rhythmus überlegen. Du kannst den Melodierhythmus ein bisschen abwandeln. Probier das mal aus. Nimm andere Töne, verschiedene Töne von der Tonart, vielleicht von dieser Tonleiter oder von den 2 Tonleitern, die ich dir gezeigt habe. Und dann probier mal ein bisschen rum. Du musst nicht mal viele Noten benutzen. Du kannst sogar mit 2 oder 3 Noten und einem abwechslungsreichen, guten Rhythmus kannst du ein ganz interessantes Solo spielen. So, das war jetzt erstmal der Schritt mit dem Rhythmus. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Im nächsten Schritt lernen wir die 2 wichtigsten Akkordtöne spielen für die Akkorde, die in diesem Stück, in diesen 8 Takten vorkommen. In diesem Schritt lernen wir den Basston und die Terz jedes Akkords spielen. Das ist nicht so schwer, wie es erstmal klingt. Wir schauen uns mal die Akkordsymbole an. Der Basston, den finden wir immer, das ist einfach dieser Buchstabe, der für das Akkordsymbol steht. Das ist unser Basston, den können wir eigentlich direkt mitspielen. Ich zeige mal die Note wieder. So, jetzt können wir schon mal mit diesen Tönen, könnten wir jetzt mit ein bisschen Rhythmik, könnten wir schon mal anfangen, ein kleines Solo zu spielen. Das klingt gar nicht so schlecht. Als nächstes können wir einfach die Töne, diese Basstöne, können wir verbinden mit Tonleitertönen. Na, wenn ich anfange mit Fis und danach kommt ein H, dann spiele ich einfach ein Stück Tonleiter nach oben, bis ich beim H ankomme. Haben wir auch schon wieder Material ein bisschen zum Improvisieren. Und jetzt suchen wir uns noch für diese Akkorde die Terz raus. Die Terz finden wir ganz einfach, wenn wir auf dem Grundton sind, den ihr ja seht mit dem Akkordsymbol, dann gehen wir einfach die Tonleiter 3 Töne hoch, beziehungsweise wir zählen den ersten Ton, den Grundton zählen wir als 1, 1, 2, 3 und der dritte Ton, das ist die Terz. Na? Und wenn wir in der Tonart bleiben, dann haben wir automatisch den richtigen dritten Ton, die richtige Terz. Es gibt eine Ausnahme in diesen Akkordsymbolen, und zwar ist das der 6. Takt. Da seht ihr hier ein Cis 7 B9. Und da haben wir normal, wenn wir die Tonleitertöne spielen oder die Tonarttöne, haben wir normal den falschen Ton dann als Terz drin. Wir müssen also den Ton, der normalerweise in der Tonart ist, einen halben Ton höher machen und machen die Mollterz, die da normalerweise drin ist, zur Durterz. Das ist die einzige Ausnahme. Das Gute ist, ihr seht den richtigen Ton, den ihr braucht in der Melodie. Das ist der Melodieton. Ne? Das ist hier ein E-Is, also das ist eigentlich, E-Is ist ein F. Ne? Das ist unsere Terz, die wir brauchen. Und das können wir jetzt auch mal machen. Wir können jetzt mit dem Playback immer 2 Töne pro Takt spielen, 2 halbe Noten. Die erste Note ist der Grundton, die zweite Note ist die Terz. Ne? Mit dem Playback zusammen klingt das auch schon sehr gut. Wenn euch das zu langweilig ist, könnt ihr natürlich auch schon ein bisschen damit rumimprovisieren. Rhythmisch oder auch ihr könnt die Töne verbinden mit den Tonleitertönen. Wenn ihr Lust habt, probiert das alles mal aus. Spielt erstmal leicht, spielt nur lange Töne, Grundton, Terz, immer.
Ihr könnt das Playback, könnt ihr euch mit einer App, zum Beispiel Anytune oder Transcribe, könnt ihr euch das auch ein bisschen langsamer machen. Und da könnt ihr auch vielleicht ein bisschen entspannter noch mit diesen Akkordtönen spielen, weil das ist schon doch ein bisschen stressig, die immer in der Time mitzuspielen. Ja? Jetzt hast du schon ziemlich viele Ideen für den Inhalt eines Solos bekommen, also welche Töne du spielen kannst, welche Materialien du nimmst, um Solo zu spielen. Im nächsten Abschnitt zeige ich dir, wie man Pausen sinnvoll einsetzen kann und warum Pausen so wichtig sind für ein gutes Solo. Die machen das Solo doppelt so spannend. Mit Pausenarbeiten nennt man in der Improvisation Pacing. Also wann spiele ich, wann mache ich Pause. Manchmal ist es tatsächlich viel interessanter, eine Pause zu spielen oder eine Pause zu machen. Man spielt ja keine Pause, aber eine Pause zu machen, anstatt irgendwie alles voll zu spielen. Wir probieren das gleich mal aus. Ich mache mal ein kleines Beispiel und man kann das üben, indem man vielleicht sich das Playback nimmt und dann sagt, okay, ich spiele mal einen Takt, spiele ich mal irgendwas, kleine Idee. Den zweiten Takt spiele ich nichts, den dritten Takt spiele ich wieder was, immer so abwechselnd. Man kann das auch zweitaktig machen. Ich spiele 2 Takte, spiele ich eine Melodie, eine Idee. Und 2 Takte mache ich gar nichts. Ja? Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen ungewohnt, wenn du es gewohnt bist, die ganze Zeit zu spielen. Und das fällt vielen Solisten schwer, mal nicht zu spielen. Und diese Zeit, wenn man nicht spielt, auch auszuhalten. Das ist gar nicht so leicht. Wichtig ist, dass du, während du Pause machst, dass du dir auch ein bisschen zuhörst und auch überlegst, was habe ich denn gerade gemacht? Was habe ich denn gerade gespielt? Durch diese Pause hast du eben mehr Platz, ein bisschen weiter zu denken, ein bisschen mehr zu denken. Du gibst dir Luft im Solo und du nimmst so ein bisschen den Stress raus. Ja? Also du musst nicht immer spielen. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Ich werde mal am Anfang vielleicht einen Takt spielen, einen Takt nicht spielen. Dann nach 2 Durchgängen mache ich das mal mit 2 Takten. Also ich spiele 2 Takte was, spiele 2 Takte nichts. Hört mal, wie interessant das wird. Einfach nur dadurch, dass ich nichts mache. Man muss da jetzt keine riesen Licks spielen, die total gut klingen, ist gar nicht so wichtig. Es geht einfach nur ein bisschen darum, das mal auszutesten und dadurch vielleicht ein bisschen Ruhe reinzubringen und auch auf neue Ideen zu kommen. Das waren 7 einfache Schritte, um Jazz-Soli auf dem Saxophon zu improvisieren, ohne direkt die Akkorde zu spielen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal und hinterlass gerne auch einen Kommentar mit deinen Fragen oder auch mit Ideen für zukünftige Videos, was du gerne von mir sehen willst, was du lernen willst. Wenn dich das Thema Improvisation ohne Akkorde interessiert und du weitere Infos brauchst oder suchen willst, dann findest du hier in diesem Video auch nochmal dieses Thema. Hier unten kannst du dir alles runterladen, im Text findest du den Link. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Ausprobieren, beim Improvisieren und wir sehen uns bestimmt bald im nächsten Video. Macht's gut. Ciao!